Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir bewegen uns mit großen Schritten darauf zu, ein eigenes Türsteuerungssystem zu hacken und Schwachstellen aufzudecken. Im letzten Teil haben wir uns einen China Reader angeschaut, der uns dabei helfen wird, eine eigene Türzutrittssteuerung zu bauen. Im heutigen Teil setzen wir die Reihe fort und wir schauen uns die Open Source Türzutrittssteuerung an. Ja, wir nutzen hier eine Open Source Lösung, die wir komplett selber bauen können und wir brauchen die, damit wir hier ein komplettes System simulieren können, was wir dann auch entsprechend angreifen können. Ja, wir werden heute das System vom Steckbrett weg bis hin zu einer fertig gelöteten Platinenlösung anschauen. Soweit vorab, es war dann doch teilweise etwas fehlerbehaftet, gerade als ich dann die Platine gelötet habe. Da habe ich sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen. Welche die sind, das erfahrt ihr im weiteren Teil von diesem Video. Ja, wenn wir das heute dann alles soweit vorbereitet haben, werden wir uns das dann im nächsten Videoteil auch anschauen, wie das Ganze dann kommuniziert miteinander. Wir werden dann entsprechend unsere Karten und User administrieren, damit wir daraufhin dann entsprechend den Angriff starten können. Soweit zur Einleitung und zum weiteren Plan, den ich hier habe. Seid gespannt, es ist wirklich sehr interessant. Ja, wir starten jetzt mit unserer Open Source Türzutrittssteuerung, wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, der Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, die Frage, die ihr euch natürlich stellt, ist, warum nutzt du eine Open Source Steuerung? Open Source Lösung hat den Vorteil, ich kann es entsprechend selber nachbauen, die Hardware-Spezifikationen sind bekannt, ich kann die Software theoretisch sogar anpassen und sie ist kostengünstiger. Richtige Zutrittslösungen von Herstellern können mehrere tausend Euro kosten. Ja, auch eine professionelle Steuerung macht nichts anderes. Sie nimmt von dem Leser entsprechende Kartendaten oder PIN-Codes entgegen, interpretiert die ganzen, sagt, darfst du rein, darfst du nicht rein und schaltet entsprechend die Tür auf und zu. Ja, auch nochmal der Aufruf, jeder, der das entsprechend nachbauen möchte, kann das natürlich machen. Ich verlinke euch unten entsprechend auch die ganzen Teile und Hardware-Komponenten, die ich für mein Projekt hier genutzt habe, unten mit rein in die Videobeschreibung. Ja, schauen wir uns mal das Open-Source-Projekt auf GitHub an, welches ich als Basis hier für meine Zutrittssteuerung gewählt habe. Ja, das Projekt, was ich hier habe, nennt sich ESP-RFID. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Aus dem Projekt heraus gibt es auch eine eigene Platine, die hier der Entwickler entwickelt hat. Die kann man auch bei Tindy kaufen. Ja, diese Platine kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Doch unterm Strich kann sie auch nicht mehr als wie ein Node MCU. Ich habe ja ein paar Node MCU noch rumliegen gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, bevor ich mir hier diese 30 Euro Platine kaufe, nehme ich lieber meinen 2 Euro Node MCU her und löte mir die Platinenlösung einfach selber. Ich habe auch noch ein Relais gehabt. Mit dem Relais kann ich dann entsprechend auch die Türzutrittssteuerung schalten. Ich habe ja schon im Teil 1 gesagt, damit ihr es für euch optisch besser seht, ob jetzt hier auf oder zu ist, habe ich statt solchen Magnetschaltern, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ich blende sie euch hier auch nochmal ein. Die einen Magnetschalter halten die Tür immer zu, wenn sie unter Strom stehen. Das heißt, die haben so eine Magnetkraft, die halten die Tür fest zu. Und dann gibt es die, wenn sie nicht unter Strom stehen, einfach den Riegel draußen haben. Und wenn sie Strom bekommen, fahren sie den Riegel rein. Ich kann die Tür aufmachen und kann durchgehen. Diese zwei verschiedenen Varianten möchte ich hier entsprechend simulieren über eine rote und eine grüne LED. Ja, ihr seht es hier auch schon, hier läuft so ein kleines Filmchen mit durch über die Konfiguration. Die Konfiguration schauen wir uns im nächsten Teil dann an, denn da gibt es auch ein paar Stolperfallen, gerade was auch die Konfiguration hinsichtlich dem Relais, was dann letztendlich die Tür auf und zumacht, anbelangt. Ja, grundsätzlich gibt es hier sehr viele Möglichkeiten
Und der Vorteil an diesem Projekt ist, es werden nicht nur Vigant-Laser unterstützt, sowie unseren China-Laser, den ich ja im ersten Teil vorgestellt habe, sondern man kann hier auch ein PN532 Modul, ein MFRC 522 verwenden oder ein RDM 6300. RDM 6300, das sind die 125 Kilohertz Laser. Diese 522er oder der 532er, das sind NFC-Laser auf 13,56 MHz. Ich habe mich, wie gesagt, für einen Vigant-fähigen Laser entschieden, weil, ja, da gibt es auch so die ein oder andere Angriffsmöglichkeit. Und mein Vigant-Laser, wie gesagt, kann auch als Standalone-Laser. Das schauen wir uns dann, nachdem wir diese Variante gehackt haben, dann im Video darauf dann an. Wie die Standalone-Version funktioniert, ob die wirklich sicherer ist, genau, und deswegen sind wir hier einfach mit der Open-Source-Variante offen. Das heißt, ihr braucht es auch theoretisch, wenn ihr keinen Vigant-Laser habt oder einen Vigant-Laser bestellen wollt, dann könnt ihr auch vielleicht aus einem Arduino Starter-Set auch so einen MFRC 522 dafür verwenden. Ja, zum Thema Flashen der Firmware und Konfiguration, das im nächsten Teil. Heute schauen wir uns erstmal die Hardware an. Wir schauen, ob das Ganze richtig verkabelt ist, ob diese Erstinstallation auch tatsächlich funktioniert, ob sie unsere Relais schaltet, sodass wir hier quasi einen Prototypen haben, den wir dann auf eine Platine löten können. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, statt der Tindy-Platine nutzen wir für mein Projekt hier einen günstigen Node MCU, der hat hier unten einen USB-Anschluss, dann lässt er sich auch super einfach flashen. Und das erste, was wir jetzt hier machen müssen, ist die Pin-Leisten anlöten, damit wir den ganzen hier schon mal auf dem Steckbrett im Prototyp verdrahten können. Da auch der kleine Tipp, einfach die Stiftsockelleisten unten einstecken, auf dem Steckbrett dann direkt zusammenlöten. Ja, ich starte jetzt hier gleich mal mit dem Lötvorgang und damit ihr hier nicht so lange mir beim Löten zuschauen müsst, tun wir das Ganze jetzt einfach mal kurz im Zeitraffer anschauen. Ja, und der letzte und fertig. Ja, so schaut das Ganze jetzt hier fertig aus. Und bevor wir uns an den Versuchsaufbau machen, müssen wir den erstmal mit Strom versorgen und dazu schauen wir uns mal das Ganze anhand von dem Step-Down-Konverter an. Ja, Step-Down-Konverter hatten wir im ersten Teil schon angeschaut. Ja, so ein Step-Down-Konverter ist dazu da, einen höheren Versorgungsstrom runterzuregeln. Der bietet hier die Möglichkeit, ganz dynamisch oder 12, 9, 5, 3, 2 oder 1,8 Volt hier als Spannung auszuwählen. Je nachdem, was man möchte, macht man da oben so eine Lötbrücke. Über In versorgt man ihn mit der höheren Spannung und über Out kommt dann die entsprechend geregelte Spannung zurück. Wir haben hier oben einen drehbaren Widerstand, das ist für die dynamische Spannungseinstellung. Aber wir wollen ja im Prinzip eine feste Versorgungsspannung für unseren Node MCU von 5 Volt haben und deswegen werden wir hier bei 5 Volt die Lötbrücke entsprechend setzen. Ja, doch bevor wir die Lötbrücke setzen, ist es ganz wichtig, dass wir oben diesen kleinen Kontakt, den wir bei Adjust schon vorgesetzt haben, trennen. Weil wenn wir den nicht trennen, dann stimmt unsere Spannungsversorgung nicht und der ganze Step-Down-Konverter spielt verrückt. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach ein Cuttermesser und schneiden diese kleine Brücke, die wir hier standardmäßig haben, einfach fest durch, bis hier definitiv kein Kontakt mehr zwischen den zwei Leiterplattenteilen herrscht. Ja, ich habe euch auch versprochen, dass natürlich auch der Flipper Zero immer wieder eine Rolle spielen wird und ich möchte euch auch mal zeigen, wie ihr den Flipper Zero als Kabeltester verwenden könnt. Ja, wer hier mal was ganz Trendiges ausprobieren möchte, um die Durchgangsmessung durchzuführen, ob hier die Kontakte noch bestehen, den kann ich die Wire-Tester-App vom Flipper mal empfehlen. Dazu ist es einfach nötig, hier an Pin 6 und Pin 8 ein kleines Jumperkabel anzuschließen und wenn ich die zusammen mache, dann hören wir hier eine entsprechende Rückmeldung, dass hier eine Verbindung herrscht. Mit dem kann ich jetzt im Prinzip hier den kleinen Step-Down-Konverter testen, ob wir hier diese vorgefertigte Brücke auch definitiv getrennt haben. Dazu prüfen wir das Ganze. Wir haben hier keinen Ton. Gegencheck nochmal, da kommt Ton. Also haben wir hier erfolgreich die Lötbrücke getrennt.
Ja, Alternative dazu wäre die normale Durchgangsprüfung am Multimeter. Da kann im Prinzip der Flipper eine Alternative schaffen. Es geht nicht in allen Fällen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das Thema Flipper Zero und Kabeltester, das ist ja eine schwierige Geschichte, denn ich habe mir auch den Source Code von dem Wire-Tester angeschaut. Er hat so einige Stolperfallen. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal ein separates Video machen über die Gefahren des Kabeltesters. Ihr könnt den Flipper Wire-Tester entsprechend nutzen, wenn es um einfache Überprüfungen geht. Zum Beispiel, ob wirklich ein Kabel von der einen zur anderen Seite entsprechend eine Verbindung hat. Wenn wir hier Schraubklemmen zum Beispiel haben, dass auch hier wirklich ein sauberes, durchgängiges Signal haben. In anderen Konstellationen, wir werden es dann auch sehen, wenn wir uns im späteren Verlauf mit der Hardware, mit der Platine, wenn wir versuchen, Ports und Pins auf der Platine zu identifizieren, um hier auf Hardware-Ebene Angriffe zu führen, dann brauchen wir eine zweifelsfreie Aussage, ob hier bestimmte Bahnen miteinander verbunden haben, und da gibt es, wie gesagt, gewisse Ungenauigkeiten. Deswegen im Zweifelsfall dann doch lieber auf eine Durchgangsprüfung mit dem Multimeter setzen. Ja, nachdem wir oben den Kontakt getrennt haben, können wir jetzt unsere gewünschte Lötbrücke auch bei 5 Volt setzen. Dazu tun wir jetzt hier einfach eine kleine Lötbrücke bauen. Ja, das kann manchmal ein bisschen problematisch sein, aber jetzt haben wir es geschafft. Schaut nicht besonders schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ja, nachdem das Ganze jetzt fertig ist, kümmern wir uns auch noch um die entsprechenden Anschlusspins vom Step-Down-Konverter. Dazu können wir hier wieder uns am Steckbrett helfen. Wir tun es einfach hier reinklemmen und haben so auch gleich die optimale Führung, um das Ganze sauber zu verlöten. Wenn wir das Ganze dann verlötet haben, haben wir unsere 5 Volt Versorgung, die wir dann für die Versorgung vom Node MCU nutzen können, denn unsere Eingangsspannung ist ja wesentlich höher und das würde unser Node MCU hier nicht vertragen und er würde in Rauch aufgehen. Wir haben quasi aus dem letzten Teil, ich habe ja gesagt, wir haben ein Netzteil mit 18 Volt, wir haben dann einen 12 Volt Step-Down-Konverter, um den Laser mit 12 Volt zu versorgen, und von diesen 12 Volt ziehen wir wieder dann runter auf 5 Volt, versorgen unsere Steuereinheit damit und unser Relais, was dann entsprechend die Tür schaltet. Ja, bevor wir das tatsächlich anschließen, testen wir lieber sicherheitshalber nochmal mit dem Multimeter, da 5,1 Volt. Nicht wundern, die Anzeige vom Multimeter ist ein bisschen defekt, es sind wirklich 5,1 Volt. So, hier habe ich jetzt schon mal alle Komponenten unserer Türzutrittssteuerung zusammengesteckt. Wir haben einmal oben unseren 12 Volt Step-Down-Konverter aus dem letzten Video. Mit dem versorgen wir jetzt den gerade gebauten Step-Down-Konverter, den wir auf 5 Volt eingestellt haben. Mit dem 5 Volt versorgen wir dann den Node MCU. Dazu ziehen wir hier die 5 Volt auf die äußeren beiden Stromversorgungsbahnen des Steckbretts und von dort führen wir dann die 5 Volt und Ground dann in den V-In-Pin vom Node MCU. Das machen wir hier links. Ja, am Pin D1 und D2 vom Node MCU, hier unten das grüne und das weiße Kabel, das sind dann unsere zwei Vigant-Datenleitung. Diese 2 Vigant-Datenleitungen habe ich hier schon mal rausgeführt auf dieses kleine Steckbrett, und hier müssen wir dann noch dafür sorgen, wenn wir das Ganze fertig zusammenlöten, dass wir hier oben nochmal 12 Volt und Ground runterziehen, denn unser Laser, der braucht ja 12 Volt Spannungsversorgung. Ja, verbinden wir dann hier mit den vorbereiteten Anschlüssen am Laser, was wir im letzten Video schon vorbereitet haben. Ja, wenn wir dann weiterschauen, habe ich hier am Pin D7 das 5 Volt Relais angeschlossen. Das, was wir hier auf der linken Seite sehen. 5 Volt ist ein bisschen problematisch, weil der Node MCU nur 3,3 Volt liefert und zu Problemen beim Schalten vom Relais führt. Dazu musste ich mir dann einen kleinen Trick überlegen. Ich habe dann hier nicht das Relais direkt angesteuert, sondern ich tue das Relais mit einem MOSFET steuern. Das bedeutet, hier mit einem Vorwiderstand mit 10K steuere ich das MOSFET an, damit dieses dann sauber auf Ground durchschaltet und das Relais entsprechend öffnet. Ja, das MOSFET, was ich hier verwende, ist übrigens ein 2N7000.
Ja, als letztes Element haben wir hier dann noch an Pin D6 ein Kabel, was zu einem Push-Button führt. Mit diesem Push-Button kann ich dann in der fertigen Konfiguration das Relais öffnen. Ist gedacht zum Beispiel als Ausgangstür, also wenn ich die Tür von innen öffnen möchte, dann drücke ich den Knopf und dann öffnet sich die verschlossene Tür von innen. Ja, nachdem alles auf dem Steckbrett funktioniert hat, habe ich alles zusammengelötet. Ja, ich habe hier schon mal einen Großteil gelötet. Ich habe die Komponenten, die wir gerade besprochen haben, hier schon mal vorbereitet. Wir haben hier oben den Wiegand-Anschluss, wir haben hier den Push-Button, hier oben den Eingang für die 12 Volt Spannungsversorgung, die rübergeht zum 5 Volt Step-Down-Konverter. Und da haben wir unser MOSFET, der mit dem 10K Vorwiderstand angesteuert wird. Und hier habe ich jetzt auch schon das Relais vorbereitet. Das soll dann noch hier angeschlossen werden. Dazu habe ich schon die entsprechenden Zuleitungen auf der Lochplatine gelegt. Wenn ich das Ganze jetzt hier einfädel, dann kann ich den jetzt hier auch noch festlöten, so dass wir dann hier eigentlich alle Komponenten soweit in der Platinenfassung fertig haben. Das löte ich jetzt noch schnell und dann haben wir hier den Prototyp zum Testen fertig. Ja, für euch natürlich jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf, damit das für euch hier nicht zu lange dauert. Ja, nachdem ich das angeschlossen habe, hält das Relais bombenfest. Ja, zuletzt habe ich jetzt hier noch die letzten Verbindungen zur Spannungsversorgung fertig gemacht, um das Relais mit Strom zu versorgen. Und auch oben noch die letzten 12 Volt Verbindungen, dass auch hier die 12 Volt Spannungsversorgung fertig gelötet ist. Ja, damit kann ich das Ganze jetzt noch durchchecken, ob das Ganze noch so funktioniert wie auf dem Steckbrett oder ob ich hier beim Löten vielleicht irgendwelche kleinen Probleme eingebaut habe. Ja, soweit so gut, doch es gab massive Probleme. Ich war wirklich am Verzweifeln, denn das, was ich hier auf dem Steckbrett zusammengebaut hatte, hat plötzlich in der zusammengelöteten Version absolut nicht mehr hingehauen. Ja, es war richtig blöd. Scheinbar ist beim Löten irgendwas kaputt gegangen. Irgendwo habe ich vielleicht einen Kurzschluss reingebracht. Auf jeden Fall war es wohl so, dass der ESP durchgebrannt war. Ich musste dann hergehen, habe den für mich wirklich sehr mühsam verlöteten ESP wieder komplett mit einer kleinen Zange aus der Headerleiste rausgebrochen, habe die Headerleiste sauber gemacht, habe wieder einen ESP geflasht, einen zweiten, den ich hier rumliegen hatte. Wie gesagt, Flashen schauen wir uns dann noch mal im nächsten Video an. Da gibt es auch noch ein paar wichtige Punkte zu beachten. Ja, da hatte ich dann wieder den Zugang auf das Wi-Fi von der Steuerungseinheit. Doch das Relais hat immer noch nicht geschalten. Ja, ich habe verschiedene Sachen am Relais probiert. Ich habe ein anderes Relais probiert. Es hat immer nicht geschalten. Und weil ich ja das Problem hatte mit dem 5 Volt Relais und ich musste das mit einem kleinen MOSFET entsprechend schalten, habe ich dann gedacht, ja gut, dann tue ich den MOSFET noch rauslöten, habe dann einen zweiten MOSFET genommen, habe den dann auf mein Steckbrett gesetzt und er hat, obwohl es vorher funktioniert hat, nicht geschalten. Dann habe ich diesen MOSFET auch wieder weggeschmissen und dann bin ich einfach hergegangen, habe den MOSFET genommen, der auf dem Steckbrett funktioniert hat, habe ihn eingesteckt, eingelötet und ja, dann hat wieder alles funktioniert. Die Steuereinheit war da, sie hatte den Wi-Fi-Konfigurationspunkt offen, das Relais hat geschaltet, ich konnte auch testen, dass das Relais schaltet und ja, ich war glücklich. Ja, was lernen wir aus der Geschichte? Wenn ihr im Bereich Prototyping unterwegs seid, testet bitte eure Komponenten. Es ist nicht gesagt, dass eine Komponente, die auf dem Steckbrett funktioniert hat und ihr habt eine baugleiche Komponente und ihr verlötet die, dass die Komponente genauso funktioniert. Wir haben teilweise unterschiedliche Tranchen von Produktionschargen, die teilweise eventuell wieder andere Rahmenparameter haben oder ganz banal, so wie es bei mir war, sie sind einfach defekt und wenn ihr ein defektes Bauteil einlötet, da den Fehler wieder zu finden, es ist wahnsinniges Try and Error und das kann einen wirklich fertig machen. Deswegen mein Tipp aus dieser Erfahrung, die ich hier gemacht habe, heraus: Baut es am besten nochmal, wenn euer Prototyp auf dem Steckbrett funktioniert, nochmal mit den Komponenten auf, die ihr dann für eure Lötlösung benutzen wollt.
dass ihr dann auch sicher sein könnt, dass diese Konfiguration entsprechend fehlerfrei funktioniert. Dann zusammenlöten und dann, glaube ich, habt ihr weniger Stress, als wie ich heute hatte. Ja, als letzten wichtigen Punkt in dem Video möchte ich noch was zum Relais sagen. Das Relais hat normal als Eingangsleitung den mittleren Pin und hat im Auszustand, das heißt im stromlosen Zustand, eine Verbindung zum rechten Pin. Das bedeutet, dass hier die rote LED dann angeschlossen wird und wenn das Relais einschaltet, wird die Verbindung in die andere Richtung gelegt, zum linken Pin, und da müssen wir dann die grüne LED anschließen. Damit können wir dann hier auch sauber signalisieren, ob das Schloss noch im geschlossenen oder dann im offenen Zustand aktiv ist. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges zum Thema Entwicklung gelernt, wie wir vom Steckbrett zur Platine kommen, was es hier auch für Probleme geben kann, und im nächsten Teil werden wir dann unsere Steuereinheit und unseren Laser zusammenbauen. Ich erzähle euch was beim Flashen wichtig ist, was in meiner Kombination noch eine Besonderheit war bei meinem Laser. Ja, und wir schauen uns natürlich die Benutzersteuerung an. Wir werden einen User anlegen, der dann erfolgreich unser Schloss öffnen kann. Damit haben wir dann die Basis, um im darauf folgenden Teil wiederum dann das Ganze mal zu hacken und auf Schwachstellen zu analysieren. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne dürft ihr natürlich Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Komponenten, warum ich was so oder so gemacht habe. Wenn ihr selber irgendwelche Probleme bei euch habt, dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann bekommt ihr auch aktiv eine Info, wenn die nächsten Teile aus dieser spannenden Reihe zum Thema Hardware, Hardwareentwicklung, Hardware-Hacking, ja, und Schwachstellen und der Umgang damit erscheint. Mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Teil wieder mit einschaltet. In dem Sinne, macht's gut, euer Raik, ciao.